Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal, und heute möchte ich euch zeigen, wie man das serienmäßig mitgelieferte Gepäcknetz von eurem CX80 richtig montiert. Zum CX60 haben wir ja bereits ein Video gemacht, das verlinke ich euch unten mal in der Videobeschreibung. Beim CX80 sieht es ein bisschen anders aus, und tatsächlich wird in der mitgelieferten Bedienungsanleitung der Einbau gar nicht beschrieben, sondern nur in der Vollfassung zum digital herunterladen. Und wer jetzt sagt, naja, Anleitung lesen, das ist jetzt nichts für mich, dann mache ich doch hier gerne mal ein praktisches Beispiel, wie man dieses Gepäcknetz eben montiert. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, gleich nach dem Intro geht's los. So, dann starten wir auch gleich mit dem Unboxing. Das Gepäcknetz befindet sich nämlich hier in dieser länglichen Tasche. Damit ich mir ein bisschen mehr Spielraum habe, klappe ich mir gleich mal die dritte Sitzreihe um. Es geht wie folgt: einfach hier an dem Hebel ziehen, dann klappt die Kopfstütze um und wir können den Sitz umklappen. Und dann mit dem Klettverschluss kann man diesen Hebel auch wieder fixieren. Das mache ich auf der anderen Seite auch gleich. Umklappen und mit dem Klettverschluss fixieren. Dann ist das gut aufgeräumt. Und dann können wir auch schon uns das Gepäcknetz auspacken. So, es ist dann hier eingerollt drin. Müsst ein bisschen aufpassen, da sind teilweise auch metallische Komponenten dabei. Nicht, dass man sich den Lack zerkratzt. Na. So, wunderbar. Da haben wir also das Gepäcknetz, die Tasche. Falte ich jetzt hier einmal zusammen und verstaue die gleich mal hier unten drin. Also genügend Platz, ist das aufgeräumt. Und dann haben wir hier unser Gepäcknetz. Und wir sehen schon, jede Menge Gurte. Und beim CX60 war es tatsächlich so, dass wir da ein zweiteiliges System haben. Und der CX80 hat eben ein großes Netz. Also so sieht das Gepäcknetz aus. Wir sehen hier einmal zwei Gurte auf der einen Seite. Ein Gurt ist hier vernäht, und ganz ähnlich wie beim CX60 auch haben wir hier oben metallische Elemente, die man zusammendrücken kann. Das wird später noch wichtig, kann man schon mal merken. Für den Einbau ist wichtig, dass die Seite, die die zwei Elemente hat, nach hinten zeigt, also quasi zum Kofferraum raus. Das Element oder die Seite mit nur einem Gurt verbaut, muss in Fahrtrichtung zeigen. Und so lege ich mir das jetzt gleich einmal hin. Wie gesagt, aufpassen wegen den ganzen metallischen Elementen. Da kann man an der Stelle eigentlich auch schon mal zeigen. Ähnlich wie beim CX60 haben wir hier so eine Art Karabiner mit so einer Spannfeder. Die werden wir später auch noch brauchen. So, jetzt lege ich mir das hier gleich mal zurecht. So. Einwandfrei. Gut. Und jetzt müssen wir vorne weitermachen. Und zwar müssen wir jetzt die Sitze einmal umklappen. So, als nächsten Schritt müssen wir die Sitze einmal vorbereiten und umklappen. Beim CX80 hat man zwei Möglichkeiten, die Sitze in eine andere Position zu bringen. Und zwar einmal hier an der Schulterlinie des Sitzes einen Hebel, um den Sitz nach vorne zu bringen. Hier wird aber der Sitzrücken niemals auf die Sitzauflagefläche kommen, was wir dann später noch brauchen werden. Aber es ist ganz angenehm für den nächsten Schritt gleich, um die Kopfstütze zu entfernen. Das einfach rausziehen, den Drücker hier einmal zusammenquetschen. Und dann hat man die Kopfstütze in der Hand. Die lege ich jetzt mir hier einmal nach unten. Und direkt in der Kombination mache ich jetzt gleich mal den nächsten Schritt, die Isofix-Halterungen. Die befinden sich hier, einfach hier in das Loch greifen, beherzt einmal nach oben drücken und dann kommen die auch schon raus. Jetzt habe ich euch ja versprochen, ich zeige euch noch, wie man den Sitz wirklich auf die Sitzauflage bringt. Und zwar ist dafür dieser Hebel hier gedacht. Den kann man einmal ziehen und schon kann man den Sitz also komplett bündig nach unten bringen. Das Ganze werde ich jetzt noch an der anderen Seite machen und dann sehen wir uns zum nächsten Schritt wieder. So, beide Sitze sind also nun umgeklappt
Und als nächstes müssen wir die Abdeckungen öffnen, in denen das Gepäcknetz eingehängt wird. Die befinden sich hier oben hinter so einer kleinen Plastikkappe. Und indem man die hier aufmacht, jetzt hängt die hier noch so ein bisschen lasch herum, da darf man dann ruhig ein bisschen weitergehen, bis es einrastet. So, jetzt bleibt sie also an Ort und Stelle. Und hier sieht man schon ein Loch und hier noch so einen kleinen, ich sag jetzt mal Nupsi. Ja. Das heißt, das Gepäcknetz wird einmal hier durch das große Loch eingehängt und dann nach unten gedrückt. Das Ganze machen wir jetzt. Dazu schnappe ich mir jetzt hier das Gepäcknetz. Und es geht also genau um diese schwarzen Elemente. Rot und der große Kreis wird also einmal eingeführt und dann nach unten gedrückt. Das Ganze mache ich jetzt. Wichtig natürlich, diese Klappen sind dann auf beiden Seiten jetzt schon offen. So, einmal eingeführt und nach unten gedrückt. Und die sind ja federgelagert, das heißt, ich kann das jetzt zusammendrücken und dann nach oben in den Dachholm einführen und schon hängt das Ganze drin. So sieht es also aktuell aus. Das Gepäcknetz hängt oben an den Ösen drin. Und hier haben wir jetzt unsere 3 Gurte je Seite. Einmal einen langen Gurt in der Mitte, links und rechts davon 2 kurze. Diese 2 kurzen Gurte werden an die Isofix-Halterung des Sitzes montiert oder angebracht. Damit wir das machen können, nehme ich mir jetzt hier unten an dieser Metallstange das gesamte Gepäcknetz einmal nach vorne. So, klappe den Sitz hier wieder um. Und jetzt haben wir hier unsere Isofix-Halterungen. Dann nehme ich mir eine Klammer und die wird jetzt einfach nur hier in diese Isofix eingesteckt. Nummer 1 und die Nummer 2. Zack, und schon ist es drin. Hierbei solltet ihr beachten, der Sitz wird jetzt dann gleich wieder umgeklappt, dass ihr möglichst hier noch einen rechten Winkel herstellen könnt. Wenn euch der Gurt zu kurz ist oder zu lang, dann könnt ihr hier einfach anziehen, den Gurt entweder enger machen oder auf der anderen Seite ziehen und länger machen. So, also ich nehme mir jetzt hier also wirklich genügend Abstand. Schaue, dass die vielleicht in etwa gleich lang sind, denn der innere Gurt lässt sich hier nicht in der Länge verstellen. So, wunderbar. Und jetzt kann ich mir den Sitz hier wieder umklappen. So. Das ist also jetzt die aktuelle Position. Die Isofix-Halterungen befestige ich jetzt noch ganz kurz an der anderen Seite und dann geht es auch gleich weiter. So, wir haben jetzt also hier noch unsere langen Gurte. Die werden unterhalb der 3. Sitzreihe an der Sitzverankerung festgemacht. Dazu müssen wir einmal hier diese Ablage aus dem Fahrzeug rausnehmen. Nehmen Sie mir jetzt einfach mal hier rüber. Und dann haben wir hier noch eine Lasche, die kann man nach oben biegen. Und hier unten, unterhalb des Sitzes, befindet sich auch wieder ein Metallbogen, an dem wir unseren Haken befestigen können. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erreichen, aber mit ein bisschen Geschick kann man den also hier unten einhaken. So, und dann sitzt das Ganze hier unten fest. Das mache ich jetzt hier noch auf der anderen Seite. Gleiches Spiel. Der untere Metallhaken. Na, bist du rein? So. Also auch hier, ich hoffe, man erkennt es auf der Kamera, ist also der Haken fest drin. Wunderbar. So, dann können wir uns die Abdeckung hier schnappen. Provisorisch hier mit ein bisschen Abstand noch hier halten, denn als nächstes bringen wir die Gurte auf Zug, ein bisschen auf Spannung. Und da empfehle ich, sobald hier diese Lasche umgeklappt ist, macht das hier zu viel Reibung am Gurt, kann man nicht gescheit festziehen. Deswegen jetzt erstmal so lassen und den Gurt festziehen. Dazu einfach hier dieses Metallstück ein bisschen nach oben, ordentlich anziehen. Gut ist. Gleiches Spiel auf der anderen Seite. So, und man sieht schon, wie er so langsam Spannung reinbekommt. Ne? Jetzt kann man hier diese
Lasche hier einmal nach unten bringen. Auch hier nach unten. Und die Abdeckung wieder ordentlich verlegen. So, das Gepäcknetz ist jetzt also in der vordersten Position eingebaut, einsatzbereit. Nun könnt ihr also euer Fahrzeug beladen und Kleinteile werden also euch nicht mehr vorne in den Fahrgastraum fallen können. Der CX-80 hat noch eine zweite Position und zwar etwas weiter hinten. Ihr seht hier diese Ösen auch wieder. Und wie ihr jetzt die zweite Position einbauen könnt, das folgt jetzt. So, dafür müssen wir das Ganze natürlich wieder zurückbauen. Dafür drücke ich mir hier einmal den Karabiner zusammen. Hole also den hier zurück, indem ich das hier so nach unten drücke, kann ich den also wieder ausfädeln. Wunderbar. Dann schnappe ich mir die Isofix-Halterungen. Gleiches Spiel. Auch hier auf der Seite. 1, 2. So. Und jetzt nehme ich hier auch mir wieder die Stange, dazu kraxel ich jetzt hier einmal ins Auto. Indem ich jetzt hier diese Stange so leicht gegen den Dachholm drücke, lässt die sich leichter ausfädeln und dann durch diese, ja, ich sage jetzt mal Federspannung zusammendrücken, lässt sich das hier ordentlich entnehmen. Und das Ganze wird jetzt hinten eingebaut. So, damit wir das Gepäcknetz an der hinteren Position leichter einbauen können, legt ihr euch am besten das Netz einmal so hin. Und zwar seht ihr jetzt die verstellbaren Gurte zu euch gerichtet und wir haben hier unten einmal die festen Gurte, also die nicht verstellbaren. Damit wir den Einbau ein bisschen leichter machen können, nehme ich jetzt mal einen Schritt vorab weg. Und zwar würde ich euch empfehlen, das Gepäcknetz jetzt einmal zu falten. Ungefähr so. Und dann nehme ich mir diese nicht verstellbaren Gurte in der Mitte und schiebe die mir einmal unter das Netz durch. So, dass sie nicht verdreht sind. Das mache ich auf beiden Seiten. Wunderbar. Also, die festen Gurte sind jetzt also auf der Seite. Und ihr seht, oben an dem Metallgestänge haben wir hier noch so Laschen angenäht. Hier rein wird jetzt dieser Karabiner eingehakt auf beiden Seiten. Wunderbar. So, ist also drin. Und jetzt haben wir quasi aus dem gesamten Gepäcknetz einmal die Hälfte gemacht. Und ähnlich wie wir es schon vorne gemacht haben, werden wir jetzt hier durch diese wiedergelagerten Stangenelemente das Ganze einmal oben in den Dachholm einführen. So, dazu gehe ich am besten wieder vorne rein. Und zwar muss das Ganze dann so eingebaut werden, dass die verstellbaren Gurte euch immer noch anschauen, beziehungsweise aus dem Kofferraum heraus. Also wieder einmal einführen und nach unten einführen. Wunderbar. So, sie sind fest drin. Und jetzt schaut es wie folgt aus. Als nächstes werden wir jetzt diese beiden Gurte hier fixieren. Dazu komme ich wieder einmal zu euch. Und zwar der äußere Gurt von beiden. Also dieser hier in dem Fall. Dieser Karabiner wird hier vorne direkt an der Einstiegsleiste einmal fixiert. Einrasten, das mache ich auf der Seite auch. So, wenn euch, wie gesagt, dieser Spielraum nicht reicht, könnt ihr das Ganze natürlich hier noch auflockern oder mehr anziehen. Und bei diesem hier, kann ich euch jetzt schon verraten, müsst ihr jede Menge Gurt wegnehmen, sodass es relativ kurz ist, denn, ich zeige es euch auch an der anderen Seite, wir haben hier unten solche Gepäckösen. Die lassen sich rausklappen
und dann wird das Ganze verzurrt. Das heißt, ich nehme mir diesen Karabiner hier wieder und dann wird das Ganze, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt, einmal hier eingehakt. So, auf der anderen Seite auch. Zack. Und jetzt einmal festziehen. So. Nachdem man das alles so ein bisschen ausgerichtet hat, kann man die Gurte dann auch hier schon verstauen. Wunderbar. So. Einwandfrei. Also auch hier, das Gepäcknetz ist jetzt wieder einsatzbereit. Euch kann nichts nach vorne fallen. Wir klappen jetzt noch ganz kurz die Sitze um. Nummer 1. Nummer 2. Jetzt brauche ich noch die Kopfstützen. Wunderbar. Ja. So. Zu guter Letzt noch die Isofix-Abdeckungen. Die werden ganz einfach hier wieder eingelegt. Ein bisschen Gefühl nach unten gedrückt und dann rasten die auch schon ein. Zack. Von meiner Seite noch 1 und 2. Wunderbar. So, jetzt wisst ihr also, wie ihr bei eurem CX-80 euer Gepäcknetz in den 2 verschiedenen Positionen anbringen könnt. Zugegebenermaßen, ich musste die Bedienungsanleitung schon mehr als 2-mal studieren, bis ich verstanden habe, wie es funktioniert. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ich glaube, dann ist der Dreh auch raus und dann geht es auch deutlich schneller. Hat euch das Video hier weitergeholfen? Hey, dann würden wir uns freuen über einen Daumen nach oben. Habt ihr irgendwie noch Fragen oder Videoideen, die wir auch aufnehmen sollen? Dann schreibt uns das bitte unbedingt in die Kommentare unten rein. Da antworten wir auch in der Regel sehr schnell drauf. Und ansonsten würden wir uns riesig freuen über ein Abonnement. Ist für euch absolut kostenlos. Drückt gerne die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und ansonsten, wie immer, bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video.